Wer Zeit, Geld und Energie in ein neues Branding steckt, will vor allem eins: die richtige Agentur an seiner Seite. Eine, die versteht, wer ihr seid, was ihr braucht und wohin ihr wollt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr genau diese Agentur findet und auf welche Faktoren ihr bei der Agenturauswahl achten müsst. Die Auswahl der richtigen Agentur kann erstmal überfordern. Das ist nachvollziehbar, denn für die allermeisten Unternehmen gehören Branding-Projekte nicht zum Tagesgeschäft. Bei der Fülle an Agenturen ist es von außen schwierig, die Qualität und Kompetenz einer Dienstleistung zu beurteilen. Ich zeige euch anhand unserer Checkliste, wie ihr Schritt für Schritt zur Agentur kommt, die zu euch passt. Ganz wichtig, bevor ihr euch überhaupt nach Partnern umschaut, werdet euch über eure Bedarfe klar. Welche Ziele verfolgt ihr mit dem Branding oder Rebranding? Gibt es eine bestimmte Herausforderung, die ihr tackeln möchtet? Sucht ihr nach einer Agentur, die euch auch strategisch berät? Und welches Budget möchtet ihr für dieses Projekt bereitstellen? Wenn ihr wisst, was ihr braucht und wohin ihr wollt, wird es euch leichter fallen, zu evaluieren, wer potenziell die richtige Lösung für euch anbietet. Überlegt euch, wann ein Projekt für euch ein Erfolg wäre. Mit konkreten Erwartungshaltungen könnt ihr schneller abgleichen, ob eine Zusammenarbeit passt oder nicht. Im ersten Schritt erstellt ihr eine Longlist, also alle Agenturen, die überhaupt in Frage kommen. Es kann sein, dass ihr bereits über das eigene Netzwerk eine Empfehlung erhalten habt. Hier lohnt es sich, die Agentur genauer anzuschauen. Wenn ihr euch die vorgeschlagenen Agenturen genauer anschaut, achtet auf diese 4 Punkte: das konkrete Angebot, die Expertise, die Größe und die Location. Unterschiedliche Agenturen bieten einen unterschiedlichen Scope an Leistungen an. Grundsätzlich erstreckt sich das Spektrum von Spezialisierung bis Full Service. Full-Service-Agenturen bieten alle kommunikativen und kreativen Leistungen aus einer Hand an. Klingt erstmal gut, weil es als praktischste Lösung erscheint. Das heißt jedoch nicht zwingend, dass alle Disziplinen gleichermaßen gut beherrscht werden. Große Werbeagenturen können oft mit erfolgreichen Kampagnen glänzen. Allerdings sollte man genauer hinsehen, ob die Agentur auch ein Verständnis für strategische Markenentwicklung hat und entsprechende Referenzen aufweisen kann. Branding-Agenturen sind auf Markenentwicklung spezialisiert und bringen die nötigen strategischen Skills mit, die hierbei eine Rolle spielen. Hier ist nochmal wichtig zu erwähnen: Branding ist nicht das gleiche wie Marketing oder Werbung. Das Branding bietet den strategischen, kommunikativen und gestalterischen Rahmen, von dem Marketingmaßnahmen abgeleitet werden. Anders als bei MedizinerInnen und ArchitektInnen gibt es im Bereich Branding keine geschützten Titel oder standardisierten Prozesse. Die Qualität einer Agentur hängt von ihrem eigenen Anspruch ab und den Anforderungen ihrer Zielgruppe. Ein erster Anhaltspunkt für den Qualitätsanspruch einer Agentur ist ihr Außenauftritt. Webseite, Design und Auftreten geben oft schon ein gutes Gefühl dafür, wie professionell eine Agentur arbeitet. Im Idealfall erhaltet ihr transparenten Einblick in die Vorgehensweise der Agentur und wie fundiert ihre strategische Arbeit ist. Schaut euch an, mit welchen Unternehmen die Agentur bereits gearbeitet hat und vor allem, welche Art von Herausforderungen gelöst wurden. Hier zählt weniger die Markenbekanntheit ihrer Kundinnen, sondern wie vergleichbar die Projekte mit eurem Vorhaben sind. Achtet dabei darauf, ob die Agentur gute Bewertungen vorweisen kann. Sie geben Einblicke aus Kundinnenperspektive. Je größer die Agentur, desto bekannter ist sie oft. Bekannte Kundinnen, Kampagnen und Berichterstattungen machen sie oft zur ersten Anlaufstelle im Rechercheprozess. Größer bedeutet hier nicht zwangsläufig das bessere Ergebnis für euer Projekt. Denn nicht jedes Projekt benötigt die weitreichenden personellen Kapazitäten oder internationale Verbindungen einer Netzwerkagentur. Viel Personal bedeutet auch komplexere Prozesse und fast immer höhere Overhead-Kosten. Interne Beraterstrukturen können dazu führen, dass man nicht direkt mit den Personen im Austausch ist, die tatsächlich an der eigenen Marke arbeiten. Als Konzern ist es sinnvoll, mit einer Full-Service-Agentur zusammenzuarbeiten. Als Start-up oder mittelständisches Unternehmen konkurriert man oft mit sehr viel höheren Budgets um das beste Team. Hier sind Boutique-Agenturen mit agilen, schlanken und direkten Prozessen oft die bessere Wahl.
Zugegebenermaßen, in Zeiten von Online-Calls und Tools spielt der Standort einer Agentur eine immer unerheblichere Rolle. Projekte können zum größten Teil ortsunabhängig durchgeführt werden. Auch wir betreuen als Agentur in Berlin Marken im ganzen Dachraum. Wir empfehlen allerdings immer den Kick-Off oder den Workshop vor Ort zu machen. Man lernt sich persönlich kennen und setzt die richtige Basis für das ganze Projekt. Der Standort spielt dann eine Rolle, wenn die Unternehmensidentität eine Ortszugehörigkeit erfordert. Zum Beispiel bei einem Branding einer lokalen Community oder Einrichtung. Stimmen diese Kriterien mit euren Anforderungen überein, solltet ihr im dritten Schritt Gespräche mit eurer engeren Auswahl führen. Ein Gespräch hilft, Teammitglieder, Prozesse und Arbeitsweisen besser kennenzulernen, sowie Timing und Budget abzugleichen. Mehr aber noch ist ein persönlicher Call ein guter Indikator, ob die Chemie zwischen euch und der Agentur stimmt. In den meisten Fällen arbeitet man mehrere Wochen an einem Projekt und auch bei allen rationalen Abwägungen ist eine gute zwischenmenschliche Zusammenarbeit fundamental für den Projekterfolg. Einige Unternehmen hoffen, durch einen Pitch die beste Agentur zu finden. Strategische Markenentwicklung ist aber kein One-Shot. Es geht um die Übersetzung eurer Leistung in Strategie und Design. Und das braucht Dialog, Kontext und Iteration. Mehr zum Thema Kreativpitch und eine bessere Alternative findet ihr in unserem Video dazu. Vielen Dank fürs Zusehen. Totte forne Kehr.